Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Lernzeit. Schön, dass du wieder da bist. Hallo auch von mir. Wir freuen uns, dass du heute mit uns Deutsch lernst. Ja, genau. Und bevor wir richtig starten, eine wichtige Info für dich. Stimmt. Also aktuell, und das ist bis Tag 60 so, da lernen wir hier zusammen auf dem Niveau A2. Richtig. A2. Aber keine Sorge, wir bleiben da nicht stehen. Danach geht's weiter, zusammen auf das nächste Level B1. Genau, das wird spannend. Da freuen wir uns auch schon drauf. Und wir haben direkt einen Tipp für dich, oder? Ja, einen Lerntipp. Die Shadowing-Technik. Schon mal gehört? Ganz einfach eigentlich. Du sprichst die Sätze, die wir hier sagen, einfach laut nach. Genau. Wiederholung hilft wirklich super beim Lernen. Also probier das ruhig mal aus heute. Mhm. Okay, dann zum Thema für heute. Ja. Heute geht's um den Grundwortschatz, speziell Kommunikation und Sprache. Alles wichtige Wörter für das A2-Niveau. Wörter, die man, oft braucht. Genau, das ist das Ziel. Wir helfen dir heute, 15 wichtige Wörter aus diesem Bereich zu verstehen und, ganz wichtig, auch anzuwenden. Richtig. Dass du sie dann auch benutzen kannst. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Fangen wir doch mal mit dem Kern an. Die Sprache. Die Sprache. Sehr gut. Auf Englisch ist das Language. Mhm. Das ist ja das ganze System, das wir benutzen, um zu reden. Ohne Sprache geht nichts. Stimmt, total grundlegend. Ich könnte dich zum Beispiel fragen, welche Sprache sprichst du denn? Gute Frage. Ich spreche natürlich Deutsch und Englisch. Und ich lerne gerade ein bisschen Spanisch. Spanisch. Ja. Ich finde, Spanisch ist eine sehr melodische Sprache. Und Deutsch. Deutsch ist eine interessante Sprache, finde ich. Sehr präzise manchmal. Ja, präzise. Das passt gut. Okay, also die Sprache. Und eine Sprache, die besteht ja aus vielen, vielen kleinen Teilen. Was ist denn so ein ganz wichtiger Baustein? Da meinst du sicher das Wort. Ja, das ist unser nächstes Stichwort. Genau. Das Wort. Auf Englisch Word. Ja, das Wort. Ganz klar. Ich könnte zum Beispiel sagen, oh, dieses Wort kenne ich nicht. Das passiert ja oft, wenn man lernt. Absolut. Oder man sagt, verständlich ist aber ein langes Wort. Haha, ja, das stimmt, verständlich. Kommen wir vielleicht später noch zu. Genau. Und wenn wir jetzt mehrere Wörter zusammenfügen, in die richtige Reihenfolge bringen, was kommt dann raus? Ja, dann bauen wir einen Satz. Das ist unser drittes Wort. Der Satz. Der Satz. Englisch? Ein Satz, der transportiert dann eine Idee, eine Information. Richtig, der Satz. Super wichtig. Ein Beispiel. Kannst du bitte den Satz wiederholen? Das fragt man ja oft. Genau. Oder im Unterricht. Schreib den Satz bitte an die Tafel. Oder ganz einfach. Ich lerne Deutsch. Das ist auch schon ein Satz. Stimmt. Ein kurzer, aber kompletter Satz. So, und wenn wir jetzt viele Sätze austauschen, also ich sage einen Satz, du sagst einen Satz, was machen wir dann? Ja gut, wenn wir so hin und her reden, dann führen wir ein Gespräch. Das ist das nächste Wort. Das Gespräch. Das Gespräch. Englisch Conversation oder Talk. Das Gespräch. Das ist ja eigentlich das Ziel, oder? Wenn man eine Sprache lernt, Gespräche führen. Ja, genau. Zum Beispiel, wir hatten gestern ein langes Gespräch. Mhm. Oder das Gespräch am Telefon hat lange gedauert. Gespräche können ja ganz unterschiedlich sein. Stimmt. Und was brauchen wir denn so ganz praktisch, also körperlich, um ein Gespräch zu führen? Womit machen wir die Töne? Na, dafür benutzen wir unsere Stimme. Das ist das nächste Wort. Die Stimme. Die Stimme. Auf Englisch Voice. Jede Stimme ist ja anders, einzigartig. Ja, das stimmt. Man hört ja auch manchmal an der Stimme, wie es jemandem geht. Genau. Zum Beispiel, deine Stimme klingt heute komisch. Bist du erkältet? Hoffentlich nicht. Oder man sagt, er hat eine sehr angenehme Stimme. Ja, das stimmt. Die Stimme verrät viel. Und mit der Stimme, da machen wir ja etwas Aktives. Das bringt uns zum nächsten Wort, einem Verb. Jetzt kommen die Verben, genau. Das ist sprechen. 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 Englisch to speak. Also die Handlung, wenn wir reden. Und wichtig für dich, das Perfekt ist, hat gesprochen. Hat gesprochen. Okay, gut zu wissen. Das brauchst du, wenn du über die Vergangenheit sprichst. Also, ich könnte sagen, ich habe gestern mit meiner Freundin gesprochen. Perfekt. Super Beispiel. Und das ist wichtig. Viel sprechen.
Auch wenn Fehler passieren, egal. Nur durch Sprechen lernt man sprechen. Trau dich. Einfach machen. Genau. Okay, sprechen. Es gibt noch ein anderes Verb, das ist so ähnlich, vielleicht ein bisschen allgemeiner, etwas äußern. Ah, du denkst an sagen. Ja, das passt gut. Unser nächstes Verb. Sagen. Sagen. Englisch, to say. Und auch hier das Perfekt. Hat gesagt. Hat gesagt. Okay. Man benutzt sagen oft für eine konkrete Aussage. Ah ja. Zum Beispiel, wenn ich was nicht verstanden habe. Was hast du gesagt? Genau. Typische Frage. Oder du erzählst, der Lehrer hat gesagt, ich mache Fortschritte. Oh, das ist schön. Das hört man gern. Ja, oder so, jetzt haben wir schon einige Wörter geschafft. Vielleicht ein guter Moment für einen kleinen Hinweis, meinst du nicht? Ja, gute Idee. Also an dich da draußen. Wenn dir dieses Video gefällt, wenn du findest, dass wir das gut erklären, Und wenn du generell mit uns lernen möchtest, dann freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst. ja, und gib uns doch einen Daumen nach oben für diese Folge, wenn sie dir hilft. Das motiviert uns. Genau. Vielen Dank schon mal dafür. So, und jetzt machen wir weiter. Wir hatten Sprechen und Sagen. Was ist, wenn ich etwas nicht weiß und es herausfinden will? Dann musst du, Fragen. richtig, fragen. Das nächste Verb. Auf Englisch? To ask. Und das Perfekt? Hat gefragt. Okay, hat gefragt. Also, Beispiel. Ich habe den Mann dort nach der Uhrzeit gefragt. Super, oder? Hast du schon gefragt, wann wir uns treffen? Fragen ist ja total wichtig, um Infos zu bekommen. Klar, ohne Fragen geht's nicht. Und was kommt normalerweise, nachdem man gefragt hat? Naja, hoffentlich kommt eine Antwort. Das nächste Verb ist also antworten. Antworten. Englisch, to answer. Und das Perfekt dazu, hat geantwortet. Hat geantwortet. Passt. Also, zu meiner Frage von eben. Ja, der Mann hat sofort geantwortet. Gut. Oder vielleicht auch, ich habe eine E-Mail geschrieben, aber er hat noch nicht geantwortet. Das passiert auch. Ja, Fragen und Antworten, das gehört zusammen im Gespräch. Absolut. Manchmal reicht aber eine kurze Antwort nicht. Manchmal ist etwas kompliziert. Was macht man dann, um es besser verständlich zu machen? Wenn man etwas genauer beschreibt, weil es vielleicht schwierig ist, dann muss man es erklären. Das ist das nächste Verb. Erklären. Erklären, Englisch, to explain. Und das Perfekt, hat erklärt. Hat erklärt. Ah, das ist super wichtig beim Lernen. Zum Beispiel, kannst du mir bitte die Grammatik erklären? Genau das. Oder wenn jemand etwas gut gemacht hat. Danke, du hast das super erklärt. Ja, eine gute Erklärung ist Gold wert. Definitiv. So, jetzt hatten wir viele Verben. Lass uns mal zu Adjektiven kommen. Wie beschreiben wir denn, wie wir kommunizieren? Zum Beispiel, wenn es wichtig ist, dass uns alle hören. Wenn viele Leute da sind oder es laut ist, dann muss man laut sprechen. Genau, laut, das Adjektiv. Englisch, loud. Laut. Beispiel, die Musik ist zu laut. Ja. Oder man bittet jemanden, bitte sprich lauter, ich höre dich schlecht. Manchmal muss man laut sein. Und das Gegenteil? In der Bibliothek zum Beispiel. Das Gegenteil von laut ist leise. Unser nächstes Adjektiv, leise. Leise. Englisch, quiet. Genau. Psst, bitte seid leise. Oder sprich bitte leise, das Baby schläft. Das zeigt ja auch Rücksicht. Stimmt. Rücksicht ist wichtig. Okay, noch ein Adjektiv. Wenn jemand sehr deutlich spricht, jedes Wort gut zu verstehen ist. Wie nennt man das? Dann sagen wir, die Aussprache ist klar. Das nächste Adjektiv. Klar. Klar. Englisch, clear. Eine klare Aussprache hilft natürlich enorm beim Verstehen. Absolut. Man kann sagen, seine Aussprache ist sehr klar. Ja, oder die Anweisungen waren klar und deutlich. Klarheit ist gut. Und wenn etwas klar ist, dann ist es meistens auch gut. Wie heißt das Adjektiv, das beschreibt, dass man etwas gut verstehen kann? Dann ist es verständlich. Unser vorletztes Wort für heute? Verständlich? Verständlich? Englisch, understandable. Das hängt eng zusammen mit klar. Ja, verständlich. Das will man ja sein, wenn man etwas erklärt. Beispiel. Die Erklärung war sehr verständlich. Das ist das Ziel. Es kann aber auch mal anders sein. Ich fand das nicht so verständlich. Das gibt's auch, klar. Okay, letztes Wort für heute. Eine Eigenschaft, die immer wichtig ist, egal was wir sagen oder wie wir es sagen. Es hat mit Respekt zu tun. Ein ganz wichtiger Punkt zum Schluss. Wir sollten immer versuchen, höflich zu sein. Das letzte Adjektiv, höflich. Höflich. Englisch?
polite. Genau. Höflichkeit ist wichtig im Umgang miteinander. Absolut. Macht alles einfacher. Zum Beispiel, es ist höflich, Bitte und Danke zu sagen. Stimmt, oder? Das war eine sehr höfliche Antwort. Höflich sein kostet nichts und hilft viel. Ein schönes Schlusswort für unsere Liste. Das waren sie, unsere 15 Wörter für heute. Puh, ganz schön viel Input. Ja, aber sehr nützliche Wörter, denke ich. Und damit du die jetzt noch besser im Kopf behältst, habe ich eine kleine Geschichte vorbereitet. Oh, eine Geschichte. Super. Ja, eine Alltagsgeschichte, in der alle 15 Wörter vorkommen. Hör mal gut zu, ja? Und versuch die Wörter zu erkennen. Okay, ich bin gespannt. Leg los. Also, meine Freundin Lena lernt seit ein paar Monaten die deutsche Sprache. Mhm, Sie findet es nicht immer leicht, aber sie lernt jeden Tag neue Wörter. gut. Und sie übt, einfache Sätze zu schreiben. Gestern hatte sie dann ein richtiges Gespräch auf Deutsch mit ihrem Nachbarn. Oh, toll. Ja, ihre Stimme war am Anfang ganz leise, sie war nervös. Kann ich verstehen. Aber sie hat versucht, laut genug und vor allem klar zu sprechen. Irgendwann hat der Nachbar ein Wort benutzt, das sie nicht kannte. Aha. Da hat sie kurz überlegt und dann ganz höflich gefragt, Entschuldigung, können Sie das bitte erklären? Mutig. Ja. Und der Nachbar hat sehr freundlich geantwortet. Seine Erklärung war kurz und total verständlich. Super. Und zum Schluss hat er noch gesagt, Ihr Deutsch ist schon richtig gut. Lena war total froh über das nette Gespräch und die höfliche Reaktion. Sie hat gemerkt, einfach sprechen ist wichtig. Das ist eine super Geschichte. Wirklich schön. Da sieht man, wie alle Wörter zusammenpassen. Die Sprache, die Wörter, die Sätze, das Gespräch mit lauter und leiser Stimme. Man muss fragen, bekommt eine Antwort, manchmal muss man was erklären. Genau. Und wenn alles klar, verständlich und höflich ist, dann klappt die Kommunikation. Toll. Freut mich, wenn die Geschichte hilft. Und jetzt bist du dran. Genau, jetzt kommst du. Der beste Weg, die Wörter zu lernen, ist, sie selbst zu benutzen. Richtig, also unsere Bitte. Such dir ein paar von den Wörtern aus und schreib deine eigenen Sätze damit. Poste sie gerne unten in die Kommentare. Wir sind gespannt auf deine Beispiele. Übung macht den Meister oder die Meisterin. Absolut. Und wir sagen es gerne nochmal. Wenn du weiter mit uns lernen willst, abonniere den Kanal. Und wenn dir die heutige Runde geholfen hat, dann lass uns einen Daumen nach oben da. Danke dafür. Und sei gespannt auf morgen. Da geht es um ein anderes praktisches Thema. Ja, morgen sprechen wir über Hotel und Unterkunft. Wichtige Worte fürs Reisen, fürs Buchen, für den Urlaub. Das wird sicher auch wieder sehr nützlich. Also, sei dabei. Unbedingt. Für heute sagen wir aber Tschüss. Ja, mach's gut und viel Erfolg beim Weiterlernen. Bis morgen. Bleib neugierig.